Manchmal hat man einfach nicht viel Zeit für ein ausgiebiges Warm-up. Lockere Töne zu spielen, Bindungen, Anstoß, Skalen und so weiter und so fort. Sondern manchmal kommt man von der Arbeit direkt zur Orchesterprobe und muss jetzt oder möchte noch ein paar Töne spielen, um einfach sich zu aktivieren, die Ansatzmuskulatur zu fühlen, zu atmen etc. pp. Und da hilft es mir einfach immer. Wenn ich jetzt zum Auftritt bin und schnell vormittags zum Beispiel auf dem Friedhof spielen muss wegen der Beerdigung, dann hilft es mir immer einfach während der Autofahrt mit dem Buzzer oder mit einer hohlen Faust einfach locker ein paar Töne zu spielen. Ich mache hier keine großartige Aktion, sondern ich setze das Mundstück locker an. Kann hier hinten ein bisschen mit dem Widerstand spielen. Und mache hier Glissando-Übungen hoch, runter. Das Ganze kann man schnell machen, aber natürlich auch in Zeitlupe. Und oft merkt man schon, aha, heute fühlt es sich so an, dass ich gleich auf die Trompete gehen kann. Wunderbar, dann machen wir das auch gleich. Und wenn du merkst, oh, da sind noch ein paar Verkrampfungen, mach's lockerer, mach's leichter, mach's langsamer und leiser. Ansonsten Mundstück auf die Trompete. Und jetzt in gleicher Manier etwas Kontakt zum Mundstück, aber nicht so richtig. Also keine festen Töne, sondern man ist wirklich ganz locker unterwegs. Es ist zwar ein lockerer Kontakt zum Mundstück da, aber man merkt schon, hier fließt Luft raus. Ich bin ganz flexibel unterwegs und mache genau das gleiche wie gerade eben auf dem Mundstück. Versuche Glissando-Übungen hoch und runter zu spielen. Und merk schon, oh ja, okay. Jetzt suche ich den Kontakt zum Mundstück. Und jetzt komme ich schon in meine Übungen rein. Und für das ganze Prozedere brauche ich eventuell, wenn ich mir genug Zeit nehme, 5 bis 6 Minuten. Mache das natürlich ein bisschen ausgiebiger, mache noch ein paar angestoßene Töne, merke aber schon, okay, jetzt fühlt es sich ganz gut an, meine Ansatzmuskulatur etc. ist aktiviert und jetzt beginnt eben das Spielen im Orchester, das Einspielen bzw. Einstimmen und dann geht es eben los. Das kannst du auf die Schnelle machen. Wie gesagt, normalerweise lasse ich mir mehr Zeit, aber manchmal hat man einfach Tage, da kommt so viel aufeinander und dann klingelt das Telefon nochmal, man hat nur ein paar Minuten Zeit, dann mache ich es auf diese Art und Weise. Man kann natürlich auch tiefe Töne aushalten. Aber für mich ist es immer wichtig, auch so ein bisschen in die Flexibilität reinzugehen, aber ohne Kraftaufwand. Deswegen suche ich möglichst einen lockeren Kontakt zum Mundstück. Wie gesagt, es geht Luft hier verloren, ja, aber ich kann mich aktivieren. Ich kann anspannen, ich kann entspannen, ich kann Töne aushalten. Danach eben auf der Trompete genau das gleiche. Jetzt etwas mehr Kontakt zum Mundstück, Naturtonbindungen und dann merkt man meistens, okay, jetzt bin ich aktiviert, jetzt geht's und dann kann man eben starten. Wie wärmst du dich auf, wenn es wirklich mal knapp von der Zeit her ist? Schreib's gerne in die Kommentare. Ansonsten lass gerne ein Like und Abo da. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.